Wir sind hier im Naturpark Cabo de Gata auf dem Weg nach Agua Amarga. Und wie wir es da so antreffen, ja, das erfahrt ihr natürlich wie immer nach dem Intro. Ja, hier im Hintergrund rechts dieser flache Tafelberg, das ist La Mesa Roldan, das ist ein erloschener Vulkan. So, und hier sind wir direkt schon bei der Anfahrt auf den Stellplatz in Agua Amarga. Rechts ab und wie immer ist natürlich das Tor zu. Aber das ist kein Problem. Ja, wir sind hier gestern in Agua Amarga im Naturpark Cabo de Gata angekommen. Auf dem Stellplatz, wo wir schon öfter jetzt waren. Gefällt uns hier wirklich gut. So, und heute Morgen geht es dann los zu einer kleinen Wanderung. Also von hier aus kann man verschiedenste Wanderungen unternehmen. Ist ein sehr schönes Gebiet, auch Fahrradtouren. Aber wir laufen jetzt erstmal. Also die ersten Meter haben es schon ganz schön in sich. Ja, und wir sind noch nicht ganz oben, aber hier hat man eine wunderschöne Aussicht und jetzt geht es einfach weiter.
So, jetzt sind wir während unserer Wanderung doch zweimal fast nass geworden, beziehungsweise einmal richtig nass. Ja, Da einmal schon. hatten wir aber auch die Regenjacken an. Ja. Jetzt haben wir hier uns gerade in so einem kleinen... Alten Gemäuer. Ich weiß nicht, Genau. was das war. Wir sind ja jetzt gerade durch die Ruinen der alten Erzminenverladestation von Agua Amarga durchgewandert. Ganz beeindruckend, aber man kann sich irgendwie nicht vorstellen, dass hier eine Eisenbahnlinie runter zum Strand geführt Echt? hat. Ist mir unbegreiflich. Ja, war Ende des 19. Jahrhunderts. Da sind die Eisenerze hier von einer Mine, die knapp 40 Kilometer entfernt liegt, hier hingebracht worden und dann über einen Eisensteg auf ein Schiff verladen wurde. Ja, mit Zügen auch, die Ja, Personen auch befördert Ja, haben. die Züge, haben hier Eisenerz und auch Personen runtergebracht. Aber man kann hier, ich sag jetzt mal, Gleisbette oder irgendwo Kann man noch nicht erahnen. Nee, ich kann sie nicht so richtig erkennen. Den ersten Weg, den wir gelaufen sind, habe ich gesagt, das könnte ja, doch gewesen sein. Genau, aber wir wenn man wissen da es unten natürlich steht, nicht. Ne? dann könnte man nicht sagen, hier ist ein Zug durchgefahren. Ne? Nee, Aber wer nee. weiß auch, wie klein die Waggons waren. Genau. Ja, also man hatte die Bucht von Agua Amarga ausgewählt, weil die für die Schiffsverladung wohl am ruhigsten und sichersten ist Genau. im Mittelmeer. Ja, Der Wanderweg ist spektakulär, absolut. auch anspruchsvoll. Man muss auf jeden Fall gutes Schuhwerk haben, weil schottrig, felsig, Ja, ja, da ist schon, also ich bin froh um meine Wanderstöcke. Die kommen bei mir ganz gut zum Einsatz, weil ich bin doch ein bisschen unsicher und nicht so geübt. Und als ich letztes Jahr so blöd gefallen bin, seitdem ist auch mein linkes Knie so ein bisschen lediert. Ja. Vorsichtig sein. ich habe jetzt auf die Stöcke wieder verzichtet, aber jetzt kommt ein abschließendes Stück. Das gehen wir jetzt nicht, weil da geht es ziemlich steil runter und nur über recht losen Schotter. Ja, nee, Also da kann rauf man geht, nicht. aber runter gehe ich Nee. jetzt nicht. Machen wir einen kleinen Umweg und machen den Rest über Straße. Ja, lieber sicher als nachher verletzt. Genau. Ihr werdet ja dann sehen, ob wir wieder heil angekommen sind. Ja, das hoffe ich. Ich will doch noch mein Eis haben. Auch das noch. Ja. Bis später. Ciao. So, guten Morgen. Ja, wie ihr seht, sind wir von unserer Wanderung gestern wieder heil und trocken nach Hause gekommen. Aber heute Morgen geht es direkt schon wieder los. Ich muss mal gucken, was hier so in der Gegend noch zu finden ist. Kommt mal mit. So, wir kommen jetzt hier auf unserer Wanderung wohl doch hier auf diesem Weg, den wir gerade gehen, darunter zu dieser schönen Bucht, die man da hinten sieht. Schauen wir uns die doch mal an. Ja, wir sind hier in der Caya de Enmedia. Und ist das nicht eine traumhafte Bucht? Guten Morgen. Ja, heute Morgen starten wir jetzt erstmal zu einer kleinen Fahrradtour hier durch den Naturpark Cabo de Gata und Richtung Carboneras.
Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And some Der Weg führt uns hier geradewegs durch eine Plantage, wo Plattpfirsiche geerntet werden. Und wie ihr seht, die Ernte hat gerade begonnen. what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Und hier in der Altstadt von Carboneras habe ich mich im letzten Jahr auch fast festgefahren mit dem Wohnmobil. Ja, das war nicht so prickelnd und wie ihr seht, passiert das auch Einheimischen. Nur unser Mobil ist dann noch mal etwas länger sogar. Also es war recht schwierig. Hier fahren wir jetzt wieder in den Ort Agua Amarga rein und es gibt hier ein paar sehr schöne Wohnanlagen. Zum Glück keine Hochhäuser, also das hat man sich hier wohl erspart. Ist vielleicht auch nicht erlaubt im Naturschutzgebiet. Wir sind jetzt hier in einer geschützten Schlucht in der Nähe von Agua Amarga vor dem ältesten Olivenbaum vielleicht Spaniens oder des gesamten Mittelmeerraums und auch dem besterhaltensten. Also von offizieller Seite wird wohl das Alter auf 1.500 bis 2.000 Jahre geschätzt. Und dafür ist dieses Naturmonument super gut erhalten. Also der Stamm bricht nicht auseinander, er hat eine wunderschöne Krone. Also das ist wirklich ein Erlebnis, sich so etwas mal anzusehen. Hier gibt es jetzt eine Hinweistafel, die uns erklärt, dass wir auf vulkanischem Boden stehen.
und dass diese Schlucht vor wie viel Millionen Jahren auch immer bis oben hin mit Wasser gefüllt war. Und hier haben sich diese Höhlen gebildet, die auch sehr interessant aussehen. So, jetzt sind wir schon zum dritten Mal in Agua Amarga gewesen. Und bestimmt nicht zum letzten Mal. Nee, hat uns wieder sehr gut gefallen hier. Ja, Ja. auf jeden Fall. Ja, der Platz hat alles, was man braucht und er liegt nah am Strand, nah am Ort. Ja, Also, ja, uns gefällt die Gegend sehr schön. Wir haben ein paar schöne Wanderungen gemacht. ja, ich finde auch schön, dass sehr viele Spanier auch da sind. Nicht so nur Touristen. Jetzt nicht nur Deutsche, Ja. Engländer, sondern es ist ein gemischtes Publikum, teilt sich richtig gut auf, ja. Ja, der Ort ist noch von Einheimischen belebt. Finde Überwiegend ich auf schon. jeden Fall. Auf jeden ja, Fall. Ja, ja, ja. Ja, also wenn man da essen geht oder so, also alles Spanisch, nur Spanier, würde ich sagen. Ja, also, Sehr, sehr Ja. viele. ja, Ja, und wir haben heute dann auch noch ein paar andere Gassen mal so durchströmt. Mhm. Und ich muss sagen, man findet immer wieder was Interessantes. genau. Und auch die Wanderungen da zum Leuchtturm. Torre de la Mesa Roldan, der in der Serie hier Game of Thrones in der 6. Staffel wohl eine Burg darstellt. Der war ganz interessant. Allerdings hat es da zu der Zeit gerade geregnet. Ja, Wir haben da oh, wir gerade haben noch uns mal da so in eine eine kleine Lücke Nische gekauert. Genau. Und bestimmt eine halbe Stunde heftigen Wind und Ja, war ja auch kalten ein Gewitter, Regen. genau. Ja, ja, Mhm. ja. Ja, das war leider nicht so schön. Nee, aber ja gut, es war schon, man konnte es kommen sehen, ne? Ja, leider, genau. Ja, aber wir waren so weit weg von Agua Amarga, also Augen zu und durch. Ganz Das genau. ist bei jeder Wanderung schon mal möglich. Ja. Ein Wetterumschwung. Ja. Ja, der Ausflug nach Carboneras war War jetzt ja, das war nicht jetzt, so prickelnd. Also, Nichts Besonderes so, ne? nö, also Carboneras. Wir sind auch an den beiden Wohnmobilstellplätzen vorbeigekommen, die vor Carboneras liegen. Muss jeder selbst wissen. Für uns liegen die zu weit vom Ort weg. Man müsste mit dem Wagen fahren oder man müsste auf Ja. jeden Fall mit dem Fahrrad fahren Ja. auf der Straße. Nö, um mal eben abends schön in den Ort zu gehen. Da bietet sich dann für uns doch Agua Amarga an. Ne? Ja, also Genau, wirklich, das hat eigentlich alles so, ich bin nicht gerne in so großen Städten, das ist überschaubar und ja, Jo. wie gesagt, auch da fühlt man sich eben in Spanien und nicht in Touristendeutschland oder Genau, ja. Also den Stellplatz im Einzelnen stelle ich nicht vor. Wie gesagt, er hat alles. Er hat ein paar kleine Ausschnitte gesehen. Ganz zum Schluss kommt nochmal ein Überflug mit der Drohne. Da ist der Platz leer. An den Wochenenden war er jetzt proppevoll. ja, einmal sogar komplett Ja, war voll. Ja, genau. Aber trotzdem ist das da ganz angenehm. Also ich finde, da hat man ausreichend Platz ja, und funktioniert alles. wir haben da jetzt also, kein Problem mit gehabt. Nö, Nö, überhaupt genau. nicht. Ja, genau. Jetzt geht es dann weiter. Wir machen da gleich nochmal einen kleinen Ausflug zu den Höhlen am Strand. Ja, und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Es geht weiter Richtung Süden auf jeden Fall. Ja, das ist ja schon mal klar. Genau. Ja, der Wind ist immer noch kalt und wir wollen eigentlich ein bisschen mehr Wärme haben, um auch mal so ungestört im Mittelmeer ein bisschen planschen zu gehen. Ja, aber Da das haben wir ist- uns jetzt noch ein bisschen zurückgehalten. Ja, die Wellen sind schon, wühlen das Wasser sehr auf und dadurch ist es auch noch recht
ich würde sagen, Frisch. bitterkalt. Ja. Und das muss man sich ja nicht unbedingt antun. Das Nee. kommt noch besser, da bin ich von überzeugt. Ich hoffe. Ja. Okay, also sage ich mal, bleibt dran und Lasst euch überraschen, was genau. kommt. Ne? Ja, also bis dahin. Jo, Guten Morgen. Ja, ich habe mir jetzt heute Morgen mal die Höhlen angesehen, die es hier am Strand von Agua Amarga in den Felsen gibt. Und die sind natürlich uralt, wie man sich denken kann, aber man sieht auch, dass sie bearbeitet worden sind, dass dort vielleicht Menschen wirklich gehaust haben. Einige verfügen sogar über 2 Räume oder mehr, sind miteinander verbunden. Also das war schon sehr interessant. Man muss da wohl ein bisschen an den Felsen hochklettern, aber das war jetzt nicht so ein großes Problem. Und hier zum Abschluss noch mal kurz der Stellplatz von oben betrachtet. Und das war's. Bis demnächst. Hasta luego.